damals nach dem Sonntag bin ich dann dank dir da, ja, seitdem redet sie halt nichts mehr mit mir. Ich glaube, der Thomas hat ihr das halt gesagt, dass er ihn angehauen hat und ja, seitdem hat sie Kontakt komplett mit mir abgebrochen. Verständlich finde ich es nicht. Ja, sicher ist das verständlich. Ich hätte es genauso gemacht. Aber ich habe natürlich nicht aufgegeben. Ich liebe Thomas und ich habe damals genauso viel geliebt. Und ich war mir sicher, über kurz oder lang würde sie sowieso in den Wind schießen. Und ja, ich habe das Ganze nicht dann verkürzt. Hallo! Lea, was willst denn du schon wieder da? Ich hab mir gedacht, ich besuche dich. Willst das du nicht verstehen oder kannst du das nicht verstehen? Ich hab das jetzt schon 100-mal gesagt. Lass mich und die Nina endlich einmal in Ruhe. Sie hat einfach probiert, dass das sagt. Aber was die Nina sagt, Thomas, das ist mir doch scheißegal. Das ist ein schlampenbilliges Stück. Die lässt sowieso an jeden an sich ran. Und Thomas, sie liebt ihn nicht so wie ja, ich. geh Sie doch kann einfach, dir das nicht geben, was dir ich geben kann. Thomas, sie ist nicht da. Nein, sie ist nicht daheim. Was tust du denn gerade? Das geht dir nichts an. Was bist du nicht so unfreundlich zu mir? Ich hab versucht, dass ich das freundlich sage, aber du hast das nicht verstanden. Ich bin mit der Nina zusammen und ich will nichts von dir und du gehst jetzt. Thomas, warte mal. Aber ich kann doch auch für eine bessere Nina sein. Komm, lass mich einfach rein. Was ist mit dir? Checkst du eigentlich, was du gerade aufführst? Durch deine scheiß Psychoscheiße, die du aufführst, hast du deine beste Freundin verloren. Checkst du das nicht? Was für eine beste Freundin? Thomas, wenn es meine beste Freundin war, dann hättest du mir die doch nicht weggenommen. Alter, was redst du bitte? Thomas, wir sind zusammen und wir kehren zusammen und ich lasse Alter, das wir nicht sind nicht zusammen. Check das endlich einmal. Schleicht jetzt oder ich ruf die Ich Polizei. lasse das nicht zu, dass es uns auseinanderbringt. Was bitte, lass mich einfach rein. Du stehst da und du brauchst meinen Freund und wir kehren zusammen, Thomas. Komm, steig Wir mit mir. kehren nicht zusammen. Du steigst jetzt in das Auto und du fährst jetzt oder ich ruf wirklich die Polizei. Mein's ernst. Thomas, was soll ich denn? Ich will doch bei dir sein. Bitte komm, pack deine Sachen. Nein. Komm, Thomas, pack deine Sachen. Komm, steig ein in mein Auto und den Narische lass mich. Die Narische bist du, verstehst endlich. Tschüss jetzt. Thomas, lass mich bitte einer. Bitte lass mich einfach einer. Sie ist doch eh nicht da. Komm, lass mich einfach einer. Komm, lass mich einer, du jetzt. Ja, und er hat halt dann eine Zeit gebraucht, bis er so gemerkt hat, dass ihn die Nina nur benutzt und nur verarscht hat. Ja, aber er ist halt dann draufgekommen und dann hat er es verlassen. Und ja, seit 5 Jahren sind wir jetzt in einer Beziehung mit Thomas und ich. Und ich konnte mir einfach keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen. Ja. Aber wie ich schon sehe, es ist schon so spät, ich muss jetzt dann gehen. Lea, warum fahren Sie jetzt wieder zurück? Wieso zurück? Wohin? Jetzt haben wir es fast geschafft. Sie haben sich endlich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt und akzeptiert, wer sie sind. Und jetzt fallen Sie mal wieder zurück in Ihre Wunschvorstellung. Was für eine Wunschvorstellung bitte? Wissen Sie was? Schreiben Sie einfach auf, Frau Zauner, Mittwoch, 16 Uhr, wie immer, und dann passt es. Sie sind nicht die Frau Zauner. Lea, seit 8 Monaten spielen wir jetzt dasselbe Spiel. Sie kommen zu meinen Sitzungen, erzählen mir, wie perfekt das ihr Leben ist, wie gut es ihnen mit Thomas geht. Ich versuche dann, dass ich ihnen auf jede erdenkliche Art und Weise klar zu machen, wer sie wirklich sind. Und dann, wenn wir es fast geschafft haben, dass sie akzeptieren, wer sie sind und warum dass sie in der Anstalt sind, fallen sie mal wieder zurück in die Psychose. Was reden Sie denn da von irgendeiner Anstalt? Also ganz ehrlich, ich habe es Ihnen ganz am Anfang schon mal erklärt. Ja? Eine Freundin von mir, die Lea Berger, hat halt gemeint, dass auch jeder Mensch nicht zum Reden braucht. Ja? Und dass sie ja gut war. Darum bin ich da. Ja? Und sicher, ich kann mit dem Thomas fast über alles reden. Aber halt nicht über alles. Und deswegen bin ich da. Ja? Seit 8 Monaten erzählen sie mir jetzt dasselbe. Warum seit 8 Monaten? Ich bin erst das 3. Mal da bei Ihnen. Lea, Sie müssen endlich verstehen. Ich muss überhaupt nichts. Ich rufe zu Thomas an, zu mir an. Wo habe ich jetzt mein Telefon? Sie haben kein Telefon.
Das haben wir in einer Einweisung weggenommen müssen. Was reden Sie da bitte von irgendeiner Einweisung? Bald können Sie mir bitte Ihr Telefon bringen, dann rufe ich schnell an, bitte. Jetzt fällt mir seine Nummer nicht ein. Frau Berger, Jetzt fällt mir seine Nummer nicht ein. Sie können seine Nummer gar nicht wissen. Sie waren nie mit dem Thomas beieinander. Sie haben seine Nummer nie gehabt. Sicher habe ich seine Nummer, die habe ich doch eingespeichert. Frau Berger, Sie müssen endlich begreifen, was passiert ist. Gar nichts muss ich, ja. Apropos, vor einer Woche haben wir unseren Jahrestag gefeiert. Jetzt raten Sie einmal, was er mir geschenkt hat. Wir fahren an den Gardasee. Da war ich damals mit meinen Eltern das Kind schauen. Ja, und das war der erste und einzige Urlaub, den sie mit ihren Eltern gehabt haben, weil ihre Eltern leider zu wenig Geld für weitere Urlaube gehabt haben. Die Geschichte haben sie mir, glaube ich, schon an die 17 Mal erzählt. Frau Berger, bitte, denken Sie nochmal nach. Wenn Sie an den Thomas denken, was war das letzte, an was Sie sich da erinnern können? Was war das letzte Erlebnis, was Sie gemeinsam mit dem Thomas gehabt haben? Wo ist denn das Bad? Wieso, komm, verstehst du das? Und ich will dich nicht in meinem Haus haben. Wieso in deinem Haus? Wir wohnen... Kannst du jetzt bitte schleichen? Nina kommt jeden Moment. Wieso kommt die Nina daher? Weil ich mit der Nina da wohne seit Jahren, du depperte Kuh, nicht schleich die aus, die verdammt nochmal. Ich hab keinen Hunger. Ich koch uns was. Sowas... Nein, sowas... Ey, wenn die Nina sieht, dass du da bist, was Das du ist da mir machst. scheißegal, was die sieht. Das kann ruhig sein. Thomas, ich kann nicht ohne die bitte. Ich muss ständig an die sehen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr essen. Thomas, bitte. Ich lieb dich, Thomas. Scheiß mich nicht auf. Thomas, ich lieb dich nicht so wie ich dich lieb. Verstehst du das endlich einmal? Lea, was tust du da? Thomas, sag jetzt, ich soll gehen, bitte. Thomas, bitte sag Das es. ist ja komplett Bitte, wahnsinnig. geh einfach. Nina, komm her jetzt. Geh einfach. Tu das Messer weg! Sag es. Tu das Messer weg! Bitte sag es, ich soll gehen. Lea, nix. Geh jetzt sofort, ihr Arme. Okay, ich geh. Du hast gewonnen, du kannst ihn haben, ich geh. Aber leg's Messer weg. Gib mir das Messer weg. Es ist alles in Ordnung. Nina, das ist... Ruf Polizei an, was sonst geht. Ich liebe dich noch, Thomas. Geht's wieder? Ich will weg mit Da rufst du Polizei an, die Ja. kümmert mich um sie. Lea, du brauchst Hilfe. Bitte, du hast gerade komplett durch. Bitte lass dir helfen. Weil du so lange das Mädchen bist. Sie sind schon am Weg. Nina? Nina? Nina! Was hast du aufgeführt? Alter, was hast du da? Was da weg, Ja, Thomas, jetzt stell uns keiner mehr weg, Thomas. Es geht uns aus, Thomas. Alter, verstehst du das nicht? Ich hab die nicht lieb und ich werde sie auch niemals lieben! Danke, zu deiner scheiß
procession moves on, the shouting is over. Praise to the glory of loved ones now gone. Talking aloud as they sit round their table, scattering flowers, watch down. Ich hab's umgebracht. Ich hab's beide einfach umgebracht. Ja, Frau Berger. Aber wieso? Das ist ja Krankheit. Und die kann ich nur versuchen zu heilen, wenn sie endlich in der Realität ankommen. Sie sind nicht die Nina Zauner. Sie sind die Lea Berger. Und sie haben ihre beste Freundin und ihren Freund umgebracht. Warum habe ich das da? Das Warum ist jetzt nicht wichtig. Es ist jetzt nur wichtig, dass sie bei mir bleiben, okay? Okay. Was empfinden Sie jetzt dabei, wo Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was passiert ist? Ich verstehe es nicht. Warum habe ich das gemacht? Er hat mir doch die ganze Zeit gesagt, dass er mich fühlt. Und die Nina, das war doch ja meine beste Freundin. Ich habe doch sie geliebt und er war. Wie habe ich das überhaupt noch machen können? Ich verstehe es einfach nicht. Was habe ich denn noch da? Ich bin ein Monster. Ich bin ein verdammtes Monster. Sie sagen jetzt nichts, Frau Berger. Was passiert ist, ist passiert. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Und Sie haben dazu jetzt den wichtigsten Schritt gemacht. Sie akzeptieren endlich sich selbst und was passiert ist. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt können wir mit der richtigen Therapie anfangen. Sie haben sie die ganzen Monate, wo sie jetzt da waren, immer als Nina Zauner ausgegeben. Es sind zwar einzelne Bruchstücke ihrer Vergangenheit, haben sie noch preisgegeben, ja. Aber jetzt akzeptieren sie sie voll und ganz. Sie haben endlich aufgenommen, was passiert ist und was sie gemacht haben. Jetzt können wir anfangen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Dabei kann ich ihnen helfen, wenn sie mich lassen. Die Nina Zauner haben wir jetzt hinter uns lassen. Und jetzt arbeiten wir mit der Lea Berger. Ja, danke, Frau Dr. Maybach, dass Sie eine Zeit genommen haben. Das ist mir wirklich wichtig. Wie geht's ihr? So wie es ausschaut, haben wir es endlich geschafft. Das heißt, sie weiß, was da hat. Sie weiß zumindest, was passiert ist, ja. Morgen fangen wir mit den Gruppentherapiesitzungen an, die ihr hoffentlich weiterhelfen. Sie kann sich dann nicht mehr in ihre Fantasie wieder zurückflüchten, das ist schon mal gut. Okay. Und wann kann ich mit ihr reden? Momentan eher noch nicht. Ich glaube, es ist zu bald. Wir haben jetzt so gute Fortschritte gemacht und ich möchte ehrlich gesagt nicht riskieren, dass es mir wieder zurückfällt. Sobald es passt, rufe ich ihn natürlich an. Okay. 2 bis 3 Wochen. Dann werde ich mehr wissen. Und sie weiß, dass ich ihr Bruder bin? Ja, die Geschichte mit Ina und mit ihren Eltern hat sie mir relativ bald erzählt. Wobei es hat ja dann immer wieder Widersprüche gegeben, nachdem sie ihre eigene Vergangenheit mit der von der Nina vermischt hat. Da hat halt dann einiges nicht mehr zusammenpasst. Vermischt? Inwiefern? Wie meinen Sie das? Naja, sie hat gesagt, sie ist seit 5 Jahren mit ihrem Thomas benannt. Aber andererseits waren sie vor ein paar Wochen nur bei ihr und wollten es vom Strich holen. Ja, aber sie war doch vor einem Jahr noch am Strich. Und das letzte Mal, wie ich es gesehen habe, das war bei der Tante Liesel. Das vorletzte Mal auf der Straße. Und mir ist halt dann einfach die Idee gekommen mit ihrer Freundin. Also mit der echten Nina.
dass wir durch sie vielleicht, dass wir es von der Straße wegbringen. Ja, und ja, dann waren wir bei der Tante Liesel und da war halt dann das mit dem Thomas, da hat das Ganze angefangen. Sie hat immer nur von ihm geredet. Naja, so lange bis sie ihn halt dann vor 8 Monaten umgebracht hat. Ja, für die Lea war es auch so, sie waren vor ein paar Wochen bei Ihnen. Gut, soll so sein. Es ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir mit ihr weiterarbeiten können. Wir sind jetzt so weit gekommen und es ist wichtig, dass es jetzt so bleibt. Sobald ich natürlich mehr weiß, rufe ich ihn sofort an und Sie können meine Schwester endlich besuchen können. Super, danke, Frau Doktor. Bitte gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, wir haben heute wieder einen Neuzugang und so wie jedes Mal darf sich jeder nur mal kurz vorstellen und erzählen, warum das er da ist. Ja, ich bin die Emma, bin 23 und ich bin da, weil ich bei uns im Ort die Kirchen anzünden habe. Müssen wir den Scheiß schon wieder machen? Es nervt schon. Ja, ich bin die Melanie, ich bin 18 Jahre und ich bin drogenabhängig. Ja, ich bin der Franz, ich bin 17 Jahre und ich bin da, weil ich eine gespaltene Persönlichkeit habe. Ich bin die Elfi, ich bin auch 23 und ich bin da, weil ich versucht habe, mich umzubringen, mir den Hals aufzuschlitzen. Habe es aber nicht geschafft und ja, bringt mir anscheinend gar nichts fertig im Leben. Ja, ich bin die Nina, ich bin 26 Jahre alt und ja, ich bin eigentlich nur da, weil der Thomas, mein Freund, mit dem bin ich schon 5 Jahre beieinander und er hat halt gemeint, dass das halt wichtig ist, dass er jeder wen zum Reden hat und ja, deswegen bin ich da jetzt.